Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Jung und Patriotisch. Ich bin Petra Steger von der FPÖ. Und ich bin Alexander Jungwirth von der AfD. Wir melden uns wenige Tage vor Weihnachten aus Straßburg von der letzten Sitzungswoche des EU-Parlaments in diesem Jahr. Wobei hier wenig weihnachtliche Stimmung aufkommt, denn die Eurokraten sind weiter auf ihrem Horrortrip. Aber Alex, blicken wir zuerst auf Deutschland zu den letzten Zuckungen der Ampelregierung. Ja, die Ampelregierung ist endlich Geschichte. Olaf Scholz hat als erster Kanzler die Vertrauensfrage mit dem Ziel gestellt, sie tatsächlich zu verlieren. Immerhin, das ist ihm gelungen. Jetzt gibt es Neuwahlen des Bundestags am 23. Februar nächstes Jahr. Ja, wir haben ja in Österreich die Wahlen ja schon hinter uns. Und trotz des völlig anders lautenden Ergebnisses wird in Österreich weiter an einer Verliererampel gebastelt. Fortschritte gibt es keine, denn die aktuelle Regierung hinterlässt ein immenses Budgetloch. Und bezahlen werden das natürlich wieder einmal die Bürger. Aber denen wollen sie natürlich noch nichts sagen. Bei uns sieht es ganz ähnlich aus. Die Ampel hat Deutschland auf Jahrzehnte hinaus schwer geschädigt. Natürlich nach jahrelanger Vorarbeit durch die CDU. Die deutsche Wirtschaft liegt aktuell am Boden, völlig zerstört durch Klimawahnsinn und eine verfehlte Energiepolitik. Ein Betrieb nach dem anderen macht dicht. Zehntausende Arbeitsplätze gehen aktuell verloren. Wird also ein schwieriger Wahlkampf für die ehemaligen Ampelparteien und wohl auch für die CDU. Denn so besonders oppositionell, wie sie jetzt tut, war die ja auch nicht. Ja, ganz und gar nicht. Die Ampel ist nichts anderes als das Erbe von Angela Merkel, die diesen linken Spinnereien den Boden bereitet hat. Wir haben es mittlerweile von den Grünen bis zur CDU mit einer Einheitspartei zu tun. Die einzig wirklich oppositionelle Alternative ist die AfD. Dementsprechend könnt ihr euch auch auf ordentlich Gegenwind einstellen. Die Systempropaganda wird nichts unversucht lassen, euch wie das leibhaftige Böse darzustellen, Ja, oder? davon ist leider auszugehen. Das Establishment wird diese Wahlen massiv beeinflussen mit gesteuerter Berichterstattung. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist hier ein absolut treu ergebener Diener des Systems. Ich denke aber nicht, dass die Desinformation in Deutschland so weit gehen wird, dass das Verfassungsgericht die Wahlen annulliert und das EU-Parlament sich mit dem Fall beschäftigen wird, so wie wir das aktuell anlässlich der Präsidentenwahl in Rumänien erleben. Das ist tatsächlich nicht zu erwarten, denn zu solchen radikalen Schritten wird nur dann gegriffen, wenn die Wahlen völlig falsch ausgegangen sind aus Sicht des Systems. Solange es in Deutschland irgendeine Mehrheit gegen die AfD gibt und sich diese dann auch zusammenfindet, ist für die EU alles in Ordnung. Tatsächlich ist aber gar nichts in Ordnung, denn Desinformation ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich mittlerweile an der Tagesordnung. Und zwar ganz ohne die ausländische Einmischung, die derzeit in Rumänien beklagt wird. Es werden ganz einfach oppositionelle Stimmen, auch Medien, zum Schweigen gebracht. So ist es. Nancy Faeser hat versucht, das Kompaktmagazin zu verbieten. Das ist gescheitert, aber es gab Hausdurchsuchungen in der Redaktion und in Wohnungen. Beim Deutschlandkurier wird der Chefredakteur mit immensen Geldstrafen bedroht, nur weil er eine satirische Fotomontage der Innenministerin Faeser veröffentlicht hat. Es ist absolut unglaublich, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Satire von links wird gefeiert und von den Bürgern über die Rundfunkgebühren zwangsfinanziert. Satire von rechts landet als Volksverhetzung vor den Gerichten. Dieses Messen mit zweierlei Maß, das ist in der Politik, in den Mainstream-Medien, aber leider auch in der Justiz immer häufiger gegeben. Das ist ein massiver Angriff auf die Presse und auch auf die Meinungsfreiheit. Und diese Angriffe werden nicht immer von der Staatsmacht selbst ausgeführt. Noch perfider ist es, wenn private Unternehmen dazu genötigt werden, die freie Meinung einzuschränken. Das passiert etwa im großen Stil durch den Digital Services Act, der die Zensur sozusagen auslagert und die Social-Media-Konzerne zur Löschung von Beiträgen zwingt, die dem Establishment politisch eben nicht in den Kram passen. Und noch gefährlicher, vor allem für die Medien, ist das sogenannte Debanking. Also wenn Banken aufgrund von politischem Druck einem zumindest ohne Angabe von Gründen das Konto kündigen. In Österreich hat es zuletzt das Freilich-Magazin erwischt. Ohne jede Vorwarnung war das Konto durch die Steiermärkische Sparkasse gekündigt. Und das zufälligerweise kurz nachdem das Magazin eine spektakuläre Recherche veröffentlicht hat. Ja, damit hat man sich wohl keine Freunde gemacht. Denn die Freilich-Journalisten haben es geschafft, bei einer Zoom-Konferenz dabei zu sein, bei der Spitzenpolitiker der Grünen ganz offen über ein AfD-Verbot diskutiert haben. Das war ihnen natürlich alles andere als willkommen, als ihre Aussagen an die Öffentlichkeit gekommen sind.
Und die Strafe für Freilich folgte auf dem Fuß. Und sie kommt gar nicht so überraschend, wenn man die politischen Hintergründe der österreichischen Bankenlandschaft kennt. Die Sparkassen sind dort verflochten mit der Erste Bank. Und dort waren in den letzten Jahren immer wieder wichtige Berater der Grünen tätig. Unter anderem die Personen, die den Bundespräsidentenwahlkampf für Alexander Van der Bellen gemacht haben, unter dem wir in Österreich leider Gottes bis heute leiden müssen. Die Unterdrückung von freien Medien nimmt immer schlimmere Formen an. Und selbst einfache Bürger werden mittlerweile vom Politik-Establishment zur Verfolgung freigegeben. Wer den gescheiterten Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen etwa einen Schwachkopf nennt, muss inzwischen mit einer Hausdurchsuchung rechnen. Jetzt drückt er sich auch noch vor dem TV-Duell mit Alice Weidel. Er ist also nicht nur ein Schwachkopf, sondern auch noch ein Feigling. Der russische Schriftsteller und Dissident Alexander Solschenizyn hat einmal gesagt, ein kommunistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert. Sind wir in der sogenannten liberalen Demokratie mittlerweile auch schon so weit? Ja, wir sind leider zumindest auf dem Weg genau dorthin. Um das zu erkennen, reicht ein Blick über unsere Weihnachtsmärkte. Dort werden jetzt deutsche Omas nach Messern durchsucht, anstatt die Klientel, die üblicherweise für Messerangriffe verantwortlich ist. Dasselbe auch bei uns. Nach dem Sturz Assads in Syrien sind in Wien spontan mehr als 30.000 Syrer vor dem Parlament eskaliert mit Schüssen und Böllern. Da ist die Polizei natürlich nicht eingeschritten. Aber eine Woche davor hat sie bei einer friedlichen Demonstration gegen die geplante Verliererampel die völlig harmlosen Teilnehmer stundenlang eingekesselt. Offensichtlich auf politischen Wunsch von oben. Ja, apropos Syrien. Da ist es nach dem Umsturz jetzt höchste Zeit, dass die Syrer endlich wieder nach Hause gehen. Remigration ist das Gebot der Stunde. Allerdings, und das ist jetzt auch die Nagelprobe für alle Politiker, die ständig einen restriktiven Asylkurs versprechen. Und natürlich werden sie auch diesmal wieder zeigen, dass man ihnen nicht glauben kann. Asyl ist Schutz auf Zeit und diese Zeit ist jetzt abgelaufen. Ja, aber anstatt sie abzuschieben, sollen sie jetzt freiwillig ausreisen. Und man will ihnen auch noch Geld dafür geben. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Steuerzahler. Genau, denn freiwillig hätten sie schon seit Jahren zurückkehren können. Jetzt muss der Druck erhöht werden. Aber leider ist genau das Gegenteil der Fall, wenn ich die Aussagen des Migrationskommissars Magnus Brunner höre. Der widerspricht sogar seinen eigenen Parteifreunden von der ÖVP in Österreich und kann sich eine Rückkehr nach Syrien eben nur auf freiwilliger Basis vorstellen. Ja, es zeigt sich eines ganz deutlich. In Syrien geht es einzig allein um geopolitische Interessen. Es geht niemals um die Menschen, die unter den Folgen der Kriegspolitik leiden, nicht um die in Syrien und auch nicht um die in Europa, die so sehr unter der Masseneinwanderung leiden. Mittlerweile leben mehr als 1 Million Syrer in Deutschland und mehr als 100.000 in Österreich. Und ähnlich verhält es sich aktuell in Bezug auf die Ukraine. Auch da denken die wenigsten an Rückkehr, auch weil der Krieg immer weitergetrieben wird. Ja, und die größten Kriegstreiber sitzen genau hier in den EU-Gremien. Und am schlimmsten sind die angeblich christlichen Parteien. Wenn es völlig eskaliert, sind es sicher nicht ihre Söhne, die sie an die Front schicken werden. Wir arbeiten allerdings daran, dass wir tatsächlich eine Friedenspolitik haben, dass alle Söhne auch nächstes Jahr Weihnachten noch mit ihrer Familie und nicht an der Front verbringen müssen. Gott sei Dank gibt es noch vernünftige Stimmen. Auch die ungarische Ratspräsidentschaft setzt sich gerade angesichts des nahenden Weihnachtsfestes für einen Waffenstillstand ein. Doch was machen die Kriegstreiber in der EU? Sie wollen noch mehr Waffen liefern. An erster Stelle steht da jetzt die neue Außenbeauftragte Kaja Kallas aus Estland. Sie will offensichtlich nicht nur Putin bekämpfen, sondern scheint auch eine echte Russenhasserin durch und durch zu sein. Dennoch besteht Gott sei Dank auch Hoffnung für das nächste Jahr. In 2025 wird Donald Trump seine zweite Amtszeit als amerikanischer Präsident antreten. Es kann sein, dass sich die Dinge dann schlagartig zum Positiven ändern können. Zu hoffen ist es jedenfalls. In diesem Sinne wünschen wir euch allen ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Und alles Gute für das nächste Jahr 2025. Wir bleiben jung und patriotisch. Bis zum nächsten Mal.